Guten Tag, ich wollte Ihnen heute die Experttrommel von Jobo vorstellen. Ich stelle mich jetzt erstmal selbst vor. Ich heiße Detlef Großbitsch, bin Berufsfotograf, 40 Jahre lang, heute etwas, nicht im Ruhestand, aber etwas weniger rausgenommen und bin aber immer noch fotografisch unterwegs. So. Was wichtig dabei ist, festzustellen, dass wir relativ schnell auf die Rotationsentwicklung im Großformat gekommen sind. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben hier die Möglichkeit, sozusagen die ganze Entwicklungszeit konstant zu halten. Im Prinzip dann über die Prozessoren auch von Jobo und die Experttrommel garantieren uns eigentlich generell die gleichmäßige Entwicklung. So, dazu kann man Folgendes erstmal sagen. Wir haben drei Trommelgrößen, wobei diese beiden identisch sind. Die unterscheiden sich lediglich da, wo wir einmal hier die 3010 haben, wobei die 3010 Experttrommel eben für 10 Negative konstruiert ist, in der Regel für 4x5 Inch. So, dann wäre das nächste, wäre dann hier diese Einheit. Da haben wir im Endeffekt zwar auch für 4x5 und dann natürlich auch für die nächstgrößere Größe 5x7, wobei wir dann eben nur 6 Stück verarbeiten können. Zum Schluss bleibt dann noch diese Einheit übrig, wo wir dann von 5x7 bis 8x10 Formate entwickeln können. Man sieht es auch hier ganz deutlich, die Querschnitte der einzelnen Tuben sind natürlich wesentlich größer, weil das Material auch danach verlangt. Je größer die Filmformate, vom Aufnahmeformat her, vom Negativ- oder Dia-Format, sich darstellen, desto gleichmäßiger ist eigentlich die Entwicklung ja auch erforderlich. Und zwar über die ganze Fläche gleichmäßig. Bilder mit mehr oder weniger Strukturen sind da wesentlich geringer, sozusagen empfindlich, aber sobald sie gleichmäßige Aufnahmen haben, wie zum Beispiel diese berühmten Seascapes von Sugimoto, ist eine gleichmäßige Entwicklung unbedingt erforderlich. Hier würden Sie praktisch jede Differenziertheit in der Entwicklung nachvollziehen können, indem mehr oder weniger die Entwicklung eben ungleichmäßig ist. Die Experttanks von Jobo werden in aufwendiger Handarbeit aus einer Vielzahl einzelner Teile kalt verschweißt. Der Aufwand in der Herstellung aber lohnt sich, da die Filmentwicklung im Experttank die bestmöglichste Qualität liefert. Außerdem ist die Handhabung und das Arbeiten sehr viel einfacher als die Entwicklung in Schalen. Ein Verkratzen des Films ist sehr unwahrscheinlich und in jeder Trommel können gleich mehrere Filme auf einmal entwickelt werden. Lediglich das Einlegen der Filme muss im Dunkeln geschehen. Sobald die Trommel wieder verschlossen ist, kann die Entwicklung im Tank bei Tageslicht geschehen. Durch die Konstruktion des Experttanks und den kaskadenähnlichen Verlauf der Chemie im Tank wird ein äußerst effizienter Chemieverbrauch sichergestellt. In Kombination mit dem Jobo-Prozessor CPP3 können alle Faktoren für die gewünschte Dichte des Negativs exakt gesteuert werden. Erstens Agitation, zweitens Temperatur, plus minus 0,2 Grad und drittens die Dauer der Entwicklung. Um die Temperaturgenauigkeit bei der Entwicklung von Farbfilmen, die in der Regel 38 Grad Celsius beträgt, plus minus 0,2 Grad zu gewährleisten, ist der Tankboden der Experttrommeln durchlässig, damit das Wasser, das angewärmte Wasser vom Mantelbad in die Trommel hinein gerät und so die einzelnen Tuben umspülen kann, um die Temperatur konstant zu halten. Ich zeige Ihnen nun beispielhaft bei dieser Belegung von 10, wie
relativ einfach die Planfilme eingelegt werden können. Ich habe hier 2 Schwarzfilme. Sie sehen hier auf der einen Seite in den Zylindern sind kleine Stege eingearbeitet, die im Endeffekt die Belegung von 2 4x5 Inch Negativen mehr oder weniger auch erforderlich macht, damit sie sich nicht überlappen können. Berücksichtigt werden muss natürlich auch, dass die Filmschicht, die Aufnahmeschicht im inneren Bereich liegt, dass also die Trägerfolie immer außen an den Wandungen zu legen bekommt. Ich werde Ihnen das jetzt mal nur sporadisch zeigen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Kerbung. Die Kerbung bedeutet, dass die Schichtseite zu einem selbst gewendet ist. Man sollte zudem auch Handschuhe anziehen, in dem Falle Baumwollhandschuhe, damit man keine Verkratzung des Negativs als Folge hat. Wir legen nun hier diesen Planfilm so ein, dass er an diese Stege stößt. Wir werden auch den Planfilm nicht ganz in den Zylinder drücken, damit ich später im Dunkeln weiß, dass er schon belegt ist. Auf der anderen Seite muss ich dann umgekehrt verfahren, immer Schichtseite nach innen und schiebe im Endeffekt mit einer Fingerhaltung an den Stegen den Planfilm in den Zylinder. Danach, wenn alle belegt sind, kann ich natürlich nochmal hingehen und kann alles runterdrücken, wobei ich dann auch kontrollieren kann, ob ich alles belegt habe, weil das alles spielt sich ja im Dunkeln ab. So, dann setze ich im Endeffekt den Tankdeckel auf, und zwar so, dass er leicht ansitzt. Damit ist er lichtdicht abgeschlossen und wir können jetzt nun im Hellen weiterarbeiten. Der Tankdeckel sollte möglichst gleichmäßig von allen Seiten angedrückt werden, sodass er ca. 22 bis 24 mm über die Oberkante geschoben wird. Dadurch wird ein runder Lauf auf dem Prozessor gewährleistet. Der Vollständigkeit halber zeigen wir in Ausschnitten das Einsetzen der Expert-Trommel am Jobo-Prozessor CPP Classic. Zuerst müssen Rollenträger genommen und mit den Trägern nach außen zeigend die neuen auf dem Rollenbock eingerastet werden. Am CPP3-Lift wird bei der Benutzung der Expert-Trommeln der obere Zufluss genutzt. Das bedeutet, dass der rote Stopfen auf den unteren Zufluss gesteckt werden muss. Die Höhe des Wassermantelbades sollte ausreichen, um die Trommel von außen zu benetzen und auch in die Zylinderzwischenräume zu gelangen. Zum Öffnen des Tankdeckels ist es unbedingt empfehlenswert, die optional erhältliche Fußpumpe von Jobo zu verwenden, um den festsitzenden Tankdeckel mühelos zu entfernen. Um die Gefahr von Kratzern auf dem nassen Film zu minimieren, sollte nach der Schlusswässerung am besten alle Zylinder bis zum Rand mit Wasser gefüllt werden. Dann kann der Film vorsichtig herausgezogen werden. Um in das Netzmittelbad getaucht zu werden.